Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und mein Name ist Tina. Ich darf dich heute wieder zu einer neuen Deep Talk-Folge begrüßen. Und ich will dich wieder einladen, mit uns in Kontakt zu treten. Schreib uns doch gerne Ideen, Vorschläge, wer wir noch so einladen sollen. Oder einfach ein Feedback. Wir freuen uns riesig drüber. Und tatsächlich haben wir heute auch einen Gast im Studio, beziehungsweise nicht ganz. Diese Person wurde uns auch empfohlen, aber ich kenne sie auch schon länger. Heute ist echt eine ganz besondere Aufnahme, würde ich mal sagen, weil wir tatsächlich nicht vor Ort zusammen verbunden sind. Liane, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du digital mit mir verbunden bist. Ja. Das handhaben wir meistens nicht so, aber in deinem Fall, ja, geht es nicht anders. Genau, da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht stellst du dich erstmal für die Hörer vor, die dich noch nicht kennen. Ja, total gerne. Ja, hallo Tina, hallo zusammen. Mein Name ist Liane Wagner, ich bin 32 Jahre alt, bin Gottes Tochter, gehöre zur Gottes Familie, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aus Gnade auch die Ehefrau von Daniel. Und vom Beruf her bin ich Kinderkrankenschwester und habe im Anschluss noch studiert und bilde jetzt quasi den Nachwuchs aus an einer Pflegeschule. So in der Theorie zumindest. Ja, sehr spannend. Tatsächlich warst du auch schon zu Gast bei uns. Ich habe so ein bisschen reflektiert. Ich glaube, das war das erste Interview, das ich gesendet habe, Ja. aber das zweite, das ich für Deep Talk aufgenommen habe, aber das erste, das gesendet wurde, genau. Ehrlich gesagt, ich mag nicht so gerne mir die alten Folgen von mir anhören, aber es war trotzdem sehr spannend. Also ich möchte auch den Zuhörer einladen, gern mal reinzuhören. Genau, Liane war schon ein paar Mal da. Ich kann das auch gerne verlinken unten, dass man das auch findet. Ja, aber warum wir digital verbunden sind, hängt auch mit deiner Gesundheit zusammen. Und da kannst du uns gerne mal ein bisschen mehr berichten, was denn zwischenzeitlich so passiert ist, was sich getan hat. Genau, wie sich dein Leben verändert hat. Ja, Tina, wir haben uns vor fast genau 2 Jahren zuletzt gesehen und du gehörst tatsächlich zu den Menschen, die ich, wie soll ich sagen, als letztes noch gesehen habe, bevor das Ganze eskaliert ist. Ja, tatsächlich. Wir waren, Daniel und ich, an einem Montag bei euch im Studio, weil ich da das Jahreszeitenbuch aufgelesen habe und am Freitag war ich auf Intensiv, also schon ein bisschen verrückt das Ganze. Und dieser besagte Freitag war tatsächlich auch, mein letzter mein letzter normaler Tag, wenn man ihn noch als normal bezeichnen kann. Als wir bei euch waren, haben wir auch schon auf einiges geachtet. Du hast kein Parfüm getragen, wir haben uns nicht umarmt, haben ein bisschen Abstand eingehalten und genau. Wir haben einige Vorbereitungen getroffen, damit es möglichst glimpflich vonstatten geht. Und dann die Tage später, an dem Freitag, war ich auf dem Weg zur Arbeit und bin bei uns im Mehrfamilienhaus, wo wir damals gewohnt haben, im Treppenhaus mit meinem Nachbarn zusammengestoßen. Der hatte sich frisch eingedieselt, war wahrscheinlich auch auf dem Weg zur Arbeit, genau. Und ich bin halt nicht mehr in der Schule angekommen. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil sich von dem Tag an vom 15. Dezember 2023 ja alles verändert hat. Ich war seitdem nicht mehr in der Gesellschaft, wenn man so will, nirgendwo mehr alleine und auch nicht mehr alleine im Auto oder irgendwo selbstständig unterwegs, sondern seit dem Zeitpunkt tatsächlich nur noch mit Daniel. Ja, genau. Erzähl doch mal gerne, was verbirgt sich dahinter? Was ist passiert? Ja, klingt ein bisschen mysteriös, stimmt. Das Ganze hat erst ein Jahr später einen Namen bekommen, und zwar MCS, Multiple Chemikaliensensitivität. Eine noch recht unbekannte Krankheit, möchte ich sagen, sehr stigmabehaftet, weil alles, was wir nicht kennen, gibt es erstmal nicht, zumindest nicht in unseren Köpfen und nicht in unserer Lebenswelt. Und was wir nicht greifen können, psychiatrisieren wir auch gerne, weil das irgendwie einfacher ist, damit umzugehen. Es ist so, dass ich eine Unverträglichkeit gegen Duftstoffe entwickelt habe. Jetzt ist es nicht so leicht zu sagen, was war zuerst, die Henne oder das Ei. Hat
habe ich das vielleicht schon seit immer und es ist einfach nur sukzessive schlechter geworden oder gab es da irgendeinen springenden Punkt? Die Frage bleibt offen, da habe ich keine Antwort drauf und die Mediziner auch nicht. Da gibt es viele Herleitungen, aber nicht die schlussendliche Antwort sozusagen. Wir kennen das von Allergien, die beginnen meistens klein und vielleicht noch relativ harmlos, aber können halt sich auch ins Unendliche, möchte ich mal sagen, steigern bis hin zur lebensgefährlichen Anaphylaxie, dem allergischen Schock, der auch zum Tod führen kann. Und in meinem Fall war es so, dass es halt peu à peu schlimmer wurde sich vor allen Dingen dann auf die chemischen Duftstoffe konzentrierte, also sprich alles, wo wir Duftstoffe finden, im Waschmittel, in der Handcreme, im Labello, im Rasierwasser und man glaubt es kaum, wo überall Duftstoffe drin sind. Genau, und eben, das wurde immer schlimmer und wir haben jetzt über ein Dreivierteljahr hat meine Chefin damals sich sehr stark dafür gemacht, dass ich weiter arbeiten konnte. Also ich hatte einen eigenen Klassenraum, der quasi Laborbedingungen hatte. Das heißt, die Auszubildenden durften nur ohne Jacke, ohne Schal, mit blankem College-Block, klarem Wasser und einem Kuli in meinen Unterricht kommen, damit sie ja nicht in ihrer Handtasche irgendwie noch den Früchtetee dabei haben. Genau, weil Rosengewächse sehr eng irgendwie chemisch verwandt sind mit den Duftstoffen, auf die ich dann halt auch reagiert habe. Genau, und es ging eine ganze Weile gut und da haben sich sehr, sehr viele wirklich sehr lobenswert dran gehalten. Und es war zum Schluss, bis vor diesem besagten Freitag, tatsächlich meine letzte Art von gesellschaftlicher Teilhabe. Das war die Schule. Du kannst nicht zu einer Gemeinde sagen, ab morgen kommt ja alle Duftstoff frei, das funktioniert nicht. Aber meine Chefin hat es durchgezogen, sie hat es wirklich in die Schulordnung aufnehmen lassen. Das war heftig. Sehr, sehr beachtlich, ja, das rechne ich hier sehr hoch an. Der Knackpunkt ist natürlich, wenn es einer vergisst. Also eine Person reicht aus. Das sind gerne die zu spät kommen, weil sie verschlafen haben und dann nicht auf dem Schirm haben, dass sie morgen um 8 bei Frau Wagner Unterricht haben. Oder auch um 12, ist ja egal. Aber da hat man es natürlich noch ganz frisch aufgetragen. Und leider hatten wir dann zum Schluss immer häufiger den Fall, dass ich mitten im Unterrichtsgeschehen war, 8:20 Uhr, die Tür geht auf, ein Auszubildender stürmt rein. Natürlich auch mit Jacke und Schale und überhaupt, ne? Und der Unterricht ist zu Ende. Genau, das ist immer weiter eskaliert, eben bis zu dem Punkt, wo klar war, es geht nicht mehr. Und seitdem bin ich, wenn man so will, im Lockdown. Nur, dass es kein bekanntes Ende dafür gibt, genau. Das ist so heftig. Ich erinnere mich noch in einem der vorherigen Gespräche, da hast du auch schon erzählt, gerade nach Ägypten kam das ja mit diesen Essensunverträglichkeiten. Da hätte man einfach noch nicht geahnt, dass es mal so weitergeht und so endet, sage ich jetzt mal. Es ist noch nicht das Ende, aber das ist schon der Wahnsinn. Ja. Boah. Und seid ihr weiter vorgegangen? Und wie lange, also es hat ja ungefähr ein Jahr gedauert, bis du überhaupt einen Namen dafür hattest, hast du schon erwähnt. Wie kam es dazu? Ja, es war nach Freitag so, ich war dann auf Intensiv. Daniel hat mich dann später aus der Klinik dann abgeholt, als ich entlassen wurde. Und ich bin quasi in die Wohnung rein und dann war klar, ich kann über diese Wohnungstür nicht mehr raus, weil das ja eben im besagten Treppenflur passiert ist und die Gefahr, dass das halt wieder passiert, war dort. Und auf Intensiv hat man mir gesagt, Frau Wagner, das darf Ihnen nicht nochmal passieren, weil es sehr knapp gewesen war und nicht klar ist, wie wird so ein nächster Schock aussehen. Das haben sie mir ziemlich scharf eingetrichtert. Genau, das heißt, ich war von Dezember an in dieser Wohnung und am Anfang war ich noch relativ fit. Klar, nach diesem Schock erstmal sehr geschlaucht, aber das war ja der erste so herausragende Schock, dass wir noch etwas tollkühn waren und an unser erstes Obergeschoss eine Leiter angelehnt haben und ich bin dann runtergeklettert, damit wir spazieren gehen konnten. Natürlich immer mit sehr großem Abstand zu den anderen Leuten. Es war ja auch Winter. Und das war meine Ausflucht sozusagen aus der Wohnung raus. Bis zu dem Moment, man kann sich vorstellen, auf einem Balkon wird auch Wäsche getrocknet, genau. Bis zu dem Moment, wo ich auf der Leiter stand, also ich brauchte quasi eine Leiter, um das Balkongeländer zu passieren und dann eine Leiter, die angelehnt war eben an das erste Obergeschoss. Und ich stand Gott sei Dank noch auf der Leiter auf dem Balkon, also noch nicht auf dem Geländer und habe dann angefangen einzutrüben, weil Parfüm aus einer Nachbarwohnung,
da in der Luft schwebte, die Duftstoffmoleküle. Und das war der Moment, wo uns klar war, das dürfen wir nie wieder machen, weil ich wäre sonst wahrscheinlich von der Leiter gefallen. Das wäre nicht so witzig gewesen. Genau, und damit war dann auch klar, auch diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Sprich, ich hatte keine Möglichkeit, einen Arzt zu besuchen oder sonst irgendwas zu machen. Also selbst wenn man jetzt sagen wollte, ja, dann betreib doch mal Diagnostik, ja, wie denn? Ne? Geht nicht per Video oder zumindest nicht gut. Genau, und bis Mitte, Ende Februar ging das Ganze so, dass ich da nur noch in der Wohnung war. Wir haben uns einen Home-Trainer ausgeliehen, und damit ich einfach ein bisschen Bewegung habe in der 3-Zimmer-Wohnung. Ich habe tatsächlich Gott sei Dank auch weiter arbeiten können. Auch dafür hat sich meine Chefin stark gemacht, und ich habe online unterrichtet. Das heißt, wir haben es irgendwie versucht, noch möglichst normal, wenn man so will, zu gestalten. Bis zu einem besagten Morgen, da habe ich mich im Bad fertig gemacht und hätte dann 8 Stunden oder 6 Stunden Unterricht gehabt, also wirklich einen vollen Tag Online-Unterricht, und bin dann raus im Wohnungsflur, und dann zog es durch die Wohnungstür rein so stark, dass der Notarzt auch, ich sage jetzt mal 1 Stunde, 1,5 Stunden später das noch gerochen hat. Also es war unsagbar, wie heftig da die Duftstoffwolke war. Und das ist eskaliert. Ich bin wieder auf Intensiv gekommen. Und dann war klar, okay, da kannst du auch nicht mehr hin. Du kannst nicht mehr in dieses Treppenhaus. Und das war der Moment, dass ich nie wieder unsere Wohnung betreten habe. Sprich auch nicht den Umzug oder irgendwas dergleichen machen konnte. Und wir waren dann auf Intensiv. Und da ist mir das wirklich, ziemlich, da ist es eingesickert, wenn man so will, okay, es geht so nicht weiter, aber wie kann es weitergehen? Und Daniel saß bei mir auf der Bettkante, wir haben gebetet, und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, wir stehen wie vor dem Roten Meer. Du hast es geteilt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir können nicht im Auto wohnen, ich brauche zumindest mal ein Bett und ein Bad. Also das ist so mal das Allerwichtigste. Es war Ende Februar. Also es gibt auch keine Ferienwohnung, in die ich hätte gehen können. Ne? Also das funktioniert ja nicht. Auch kein Hotel oder irgendwas. Also das Zimmer auf Intensiv war halbwegs sicher, ja. Aber wie kann es weitergehen? Und dann haben wir gebetet, und im Gebet oder nach dem Gebet kam mir der Gedanke, wir fragen meine Eltern, ob wir in deren Keller ziehen können. Und dann war es wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Die haben Leute zusammengetrommelt. Viele liebe Menschen haben mit angepackt. Die haben an einem Abend den gesamten Keller meiner Eltern ausgeräumt. Der musste ja gelüftet werden. Der musste duftstofffrei geputzt werden. Da musste eine Wand eingezogen werden. Und ich bin von Intensiv in diesen Keller gezogen. Genau. Wow. Ja, alles ein bisschen crazy. Heftig. Also die Nachbarn, die wussten auch nichts davon oder haben einfach nicht darauf Acht gegeben? Ja, ein Beispiel war, die Nachbarin hat sich oft geärgert, dass wir so lange im Treppenhaus gelüftet haben. Und sie konnte das nicht begreifen, dass ich eine Duftstoffallergie habe, die mich das Leben kosten kann. Das konnten sie, glaube ich, nicht nachvollziehen. Sie hat geärgert, dass es so gezogen hat im Treppenhaus. Und es war halt nicht dicht genug, ne? Also Lüften war irgendwann ganz, ganz schwierig, wenn die unten mit ihren Hunden Gassi gegangen sind und vorher gefühlt eine halbe Flasche Parfüm aufgetragen haben. Ja, es funktioniert einfach nicht. Der Wind weht dir das Zeug in die Wohnung rein. Mhm. Ja. Und wie sieht so ein Schock aus? Also ich habe manchmal auch mit Freunden irgendwie gesprochen, so ja, ich habe da eine Freundin oder die hat da manchmal so allergische Reaktionen oder so, aber ich konnte das nie so in Worte fassen. Also was passiert dann eigentlich? Ja, du kannst es dir vielleicht wie bei einer Nussallergie oder so vorstellen. Oder ja, Erdnuss wäre vielleicht ein passender Vergleich, weil Menschen, die extrem auf Erdnuss reagieren, da reicht der Geruch auch schon aus. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt was völlig Ungewöhnliches ist. Es gibt Allergene, die werden eben auch über die Luft übertragen, und die erreichen die Leute, die darauf ansprechen. Also mein Hals schwillt zu, ich kann irgendwann nicht mehr schlucken und kriege halt entsprechend nur noch schlecht Luft. Der Kreislauf kollabiert. Erst steigt der Blutdruck und die Herzfrequenz an, weil der Körper das kompensieren will, die sogenannte Schockspirale. Und irgendwann reichen diese Mechanismen nicht, und das Ganze kollabiert, wortwörtlich. Genau. Und dann wird's halt kritisch, weil dann
der Countdown läuft, die Organe halt nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden, es zu einer sogenannten Zentralisation kommt. Ja, kann man viel drüber sprechen, aber genau, irgendwann läuft halt die Uhr sozusagen, weil der Körper einfach nicht mehr bis, sag ich mal, in die Fingerspitzen und in die Zehen den Körper adäquat mit Blut versorgen kann, mit Sauerstoff angereichertem Blut. Genau, und man unterscheidet in der Medizin halt unterschiedliche Schweregrade von 1 bis 4. Man kennt das vielleicht, wenn man auf eine Brennnessel reagiert oder, keine Ahnung, Hausstauballergien hat, dass es vielleicht ein bisschen juckt, eine kleine Quaddel ist. Ne? Da sind wir noch so in den ersten Graden bis hin zum Kreislaufkollaps und Grad 4 ist dann die Reanimation. Heftig. Für dich so als Medizinerin selbst, würde ich mal sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr verständlich, greifbar und trotzdem irgendwie so abwegig. Also das kennt man halt wirklich nicht, wie du schon gesagt hast. Deswegen für viele Menschen auch wahrscheinlich so schwer zu verstehen, nachzuvollziehen. Ja, ich steig noch mal ein, und zwar von diesem Tag, wo ihr dann echt bei Nacht und Nebel, sag ich mal, bei euren Eltern eingezogen seid, beziehungsweise du dann nach dem Krankenhausaufenthalt bist da reingezogen. Wie ging es dann weiter? Ja, ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo ich auf dem Sofa saß und die ganzen Kisten um mich herum, das Bett musste ja behelfsmäßig schnell aufgebaut werden, dass ich irgendwo liegen konnte. Ich war ja ziemlich geschwächt nach der ganzen Aktion, dass ich dann gedacht habe, okay, und jetzt? So, ne? Also irgendwie kein Fahrplan, keine Idee. Auch kein Arzt, also wir hatten einen Arzt, der ist leider jetzt in Rente, aber der hat uns wirklich sehr rührend begleitet. Aber er war so ehrlich genug, mir zu sagen, Frau Wagner, ich bin so lange Arzt, ich kann Ihnen sagen, ich kenne das nicht, aber ich bin auch schon lang genug Arzt, um zu wissen, dass es so vieles gibt, was ich nicht kenne. Das war natürlich auf der einen Seite, hat ihn sehr echt gemacht, sehr nahbar, aber natürlich hatte er auch keine Lösung. Er konnte mir nur stark wirksame Medikamente verordnen, die im Notfall geholfen haben. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber es gab jetzt keine Idee, kein Konzept, das machen wir jetzt als nächstes. Und das war natürlich eine große Herausforderung, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Also wirklich zu sagen, Herr, du hast uns bis zu diesem Moment gebracht. Und das Vertrauen darauf, dass eine besondere Situation einen besonderen Segen implizieren kann. Also dieses, Gott, ich klammer mich jetzt an dich und ich lass dich auch nicht los und du schreibst jetzt die Geschichte weiter. Wir haben keine Ahnung. Und ja, ich habe dann zwischendurch, nachdem sich das Ganze ein bisschen stabilisiert hat, tatsächlich noch bis in den Sommer hin immer wieder arbeiten können. Ich bin natürlich auch sehr, sehr viel ausgefallen, war keine zuverlässige Lehrkraft, das muss man schon sagen. Das Team hat das echt rührend mitgetragen. Aber Mitte Juni war dann der Punkt erreicht, wo das einfach nicht mehr ging. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier im Keller bin und das ist hier meine sichere Blase. Natürlich ist es wahrscheinlich sicherer als sonst wo auf der Welt aktuell für mich. Aber es gibt halt keine duftstofffreie Welt. Das funktioniert nicht und das ist vielleicht auch nicht die Idee. Aber genau, wir versuchen natürlich auf sehr, sehr viel zu achten. Vieles lüftet sehr lange aus und haben natürlich jetzt schon über die Zeit auch den einen oder anderen Kniff raus, worauf wir achten können, was wir verhindern können. Aber es gibt halt immer wieder die Situation, wo man denkt, kann doch nicht wahr sein, aber ja, es ist wahr. Von daher genau haben mich die vielen, vielen Reaktionen natürlich extrem geschwächt. Und irgendwann hat mein Laufvermögen versagt, so dass ich nur noch ganz, ganz kleine Strecken meistern kann, ganz oft auch gar nicht gehen kann. Und da kommt halt viel dazu. Das ist aber leider ganz, ganz normal, in Anführungsstrichen. Chronisch kranke Patienten werden tendenziell kränker als gesünder. Einer meiner letzten Unterrichte tatsächlich vom Schreibtisch aus war genau zu dem Thema. Hat mich natürlich sehr sensibilisiert, auch für andere Leute. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, du unterrichtest eigentlich gerade deine eigene Situation. Ja. Heftig. Und ja, wie ist das so? Also es ist ja auch wichtig, dass du rauskommst eigentlich, frische Luft und Sonne, alles das, was so dazugehört. Wie handhabst du das jetzt? Ja, es ist ganz oft nicht möglich. Also es kann schon sein, dass 6 Wochen vergehen und ich keinen einzigen Tag draußen war. Und auch 24/7 im Prinzip in einem und demselben Zimmer. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten und ich bin auch froh, dass ich das nicht vorher wusste, weil ich sonst gesagt hätte, das schaffe ich nicht. Ich kann das auch nicht schaffen, aber Gott schafft es. Und ja, also Daniel, mein lieber Mann, ist ja auch die ganze Zeit hier. Und dass wir nicht verrückt geworden sind, ist ein Zeichen der Größe Gottes. Wow.
Ja, wie macht er das denn? Bleibt er auch zu Hause oder kann er auch noch rausarbeiten oder kann er alles online machen? Ja, an dem Montag, wo wir bei euch in Detmold waren zur Aufnahme, genau, waren wir noch mal quasi zu zweit unterwegs und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatte er eine Dienstreise in der Schweiz. Das heißt, ich war die Tage alleine im Homeoffice und an dem Freitag wäre ich ja zur Arbeit gefahren oder habe ich es ja zumindest versucht. Und seit dem Tag musste er halt jede Reisetätigkeit absagen, ist jetzt auch nur noch im Homeoffice tätig und fährt im Prinzip eigentlich so gut wie gar nicht ohne mich weg. Also wenn er irgendwo hin muss und es die Situation zulässt, nimmt er mich mit, dann bleibe ich halt im Auto, damit er halt sehr schnell da sein kann. Genau, wir haben so eine Notfall-App, wo ich nur einen Knopf drücken muss und auch so eine Notfallarmbanduhr, wo es dann direkt bei ihm klingelt, so dass er sehr schnell greifbar für mich ist. Genau, aber diese Ausflüge, möchte ich sie mal nennen, die reduzieren sich natürlich auf das Notwendigste. Wenn ich etwas stabiler bin, dann fahren wir ein bisschen durch die Stadt oder so, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ich liebe die Beleuchtung und dann gucken wir uns das aus dem Fenster, also aus dem Auto aus an. Das schon, wenn es geht. Und genau, wenn die Kraft es zulässt, dann schiebt er mich auch im Rolli oder ich versuche ein paar wenige Meter zu gehen. Genau, wenn es geht. Im Sommer und im Frühling ist es schwieriger. Einmal sind dort mehr Menschen draußen und es blüht halt viel. Und Rosengewächse sind ja, wie gesagt, ebenso gefährlich für mich. Mhm. Ja, du hast gerade ja schon erzählt, dass es so verschiedene Stufen gibt, 1 bis 4. Und ich meine, ich habe es in einem Buch gelesen, dass eine Professorin auch mal sagte, dass du irgendwie die stärkste Form hat von dieser Krankheit, MCS, ne? Also das, was sie bisher zumindest erlebt hat, ist ja auch für viele Ärzte dann neu, wie du auch schon sagtest. Und dass du aber trotzdem die lebensfrohste Person bist, die sie kennt mit dieser Krankheit. Wie kommt das? Was würdest du dazu sagen? Ja, nun kenne ich ja die anderen Patienten nicht. Es ist jetzt schwer, für die zu sprechen. Aber ich kann bei mir bleiben und bei Gott. Also die Antwort, die ich ihr auch geben durfte, ist, unser Anker ist Jesus. Das ist einfach so. Ohne Gott würden wir diesen Sturm nicht überleben. Da würden wir kentern. Ich vergleiche das gerne mit dem Gleichnis, mit dem Haus, was auf Sand gebaut ist und auf Fels gebaut ist. Und ja, es stürmt. Und ja, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir wurden auch nicht gefragt, aber das wird niemand im Leben. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Was können wir daraus machen? Und ja, die beste Antwort ist, Jesus als Anker zu haben. Jesus als Mittelpunkt. Jesus nicht nur als Nothaken, sondern als Lebensinhalt und auch als Perspektive über dieses Leben hinaus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz existenziell. Und ich denke, jeder, der auf sein Leben schaut, wird immer wieder Momente feststellen, die irgendwie kritisch waren, wo man sagt, boah, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und das sind, glaube ich, die Bewährungsproben, die Belastungsproben, wo stürmt und wo die Frage ist, worauf setze ich, worauf baue ich? Und unser Halt ist Gott. Und was ich auch gerne immer noch dazu sage, Gott hat mich mit einem unfassbar hingegebenen Mann beschenkt, in dem ich Jesus sehe, jeden Tag. Und der mir noch nie einen Vorwurf gemacht hat, auch wenn ich ihn nachts 3-mal wecke und Hilfe brauche. Ich könnte nicht alleine leben. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin auf Hilfe angewiesen und brauche Unterstützung. Ich könnte nicht den Haushalt alleine schmeißen. Also wenn ich alleine wäre, weiß ich nicht, müsste ich irgendwie betreut werden. Und da kann man sich natürlich direkt vorstellen, wie schwierig das wäre. Also es kann ja kein Pflegedienst kommen. Das kann niemand leisten, das, was ich brauche, nämlich genau fast schon in meine Haut zu schlüpfen und zu sagen, ich trage das komplett mit dir und ich lebe genauso duftstofffrei. Ich habe letztes Jahr hatten wir einige Pressemitteilungen und einen Reporter auch da, den wir draußen getroffen haben, der eine Reportage gemacht hat, so einen kurzen Film. Und daraufhin hatte ich mit einigen MCS-Lern Kontakt. Und einer hat mal zu mir gesagt, so nach dem Motto, ja, das kann ich ja komplett vergessen, dass ich noch mal jemanden kennenlerne. Also das müsste ja schon richtig große Liebe sein, dieses Opfer zu bringen. Und da wird mir immer wieder bewusst, ja, es ist ein wahnsinniges Opfer. Weil es ist nicht nur so, dass ich im Lockdown bin, sondern wir sind es gemeinsam. Das macht es wiederum so schön und so besonders und andererseits natürlich auch so anspruchsvoll. Weil er natürlich sich genau an die gleichen Regeln halten muss wie ich. Mhm. Das ist wirklich ein starkes Zeugnis zu hören, dass er in diesem Sinne auch Jesus widerspiegelt. Da will ich auch gern ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen kommen. Gerne. Jetzt mal die Frage, wie lang liegt so dein letzter Notfall zurück?
Ja, wir hatten in jüngster Vergangenheit in den letzten Tagen auch wieder einige. Ja, wir mussten ja leider auch das Interview immer mal wieder verschieben, sage ich mal. Aber ich bin echt froh, dass es heute auch geklappt hat. Und du siehst echt gut aus, muss ich sagen. Ich wusste auch nicht, okay, wie geht's dir, wie nicht? Genau, ja, das ist jetzt ganz kurz, das ist eigentlich auch ein bisschen lustiges Phänomen, weil ich weiß gar nicht, welche Vorstellungen die Leute im Kopf haben. Ne? Also klar, wenn man diese Geschichten hört, ich weiß es nicht, welche Bilder sich da auch irgendwie festigen. Und das ist meistens einer der ersten Sätze. Oh, du siehst ja ganz normal aus. Ja, mir ist kein Einhorn gewachsen. Sehr gut. Genau, ja. Aber eine wirklich wichtige und tiefgehende Frage: Was hat diese ganze Krankheitsgeschichte oder generell auch immer diese Krankenhausaufenthalte, dieses es könnte zu spät sein, mit deiner Sicht aufs Leben und aufs Sterben gemacht? Ja, eine wirklich tiefgehende Frage. Ich denke, dass es da kein Neutral gibt. Das macht was mit uns, dieser Gedanke, und mit mir. Dieser Gedanke, okay, wenn es das jetzt gewesen wäre, so. Und auch natürlich die Frage, wie lebe ich weiter? Worauf kann ich mich verlassen? Worüber kann ich mich freuen? Womit kann ich rechnen? Das ist alles natürlich sehr, sehr fragil geworden. Aber eigentlich muss man sagen, ist ja unser aller Leben fragil. Nur wenn du nicht krank bist oder vielleicht nicht lebensbedrohlicher krank bist, rechnest du einfach viel, viel mehr damit, dass deine Kraft und Gesundheit für den nächsten Tag ausreichen wird. Aber ehrlich gesagt wissen wir das nicht. Ne? Wir steigen sonst munter ins Auto und gehen eigentlich immer davon aus, dass wir ankommen. Und von daher ist es auch ein besonderer Segen, sensibler dafür zu sein, dass jeder einzelne Tag Chance, Gnade und Aufgabe ist. Und dieses Geschenk immer wieder bewusst auch auszupacken, zu sagen, okay, Herr, dieser Tag ist von dir, er ist einmalig. Das war auch vorher schon so, aber manchmal geht das so im Alltag unter und wir gewöhnen uns an ein gutes, stabiles, normales Leben sozusagen. Und die Frage was macht es mit der Sicht auf das Leben und auf das Sterben, die würde ich gerne mit einer Veranschaulichung beantworten. Ich habe hier mal so eine Lego-Blume, ich weiß nicht, ob du sie siehst. Ja. Genau seit, jetzt bald 3 Jahren, haben wir das so für uns entdeckt, gerade weil ich früher total gerne frische Blumen vom Floristen mitgebracht habe und das geht jetzt natürlich schon lange nicht mehr, erfreuen wir uns an Pflanzen aus Klemmbaustein. Und jedes Mal, wenn ich baue, und wir bauen auch total gern zusammen und manchmal baue ich auch allein, wenn Daniel noch arbeiten muss und es geht mir nicht so gut und ich will mich positiv ablenken, um nicht einfach die ganze Zeit, keine Ahnung, die Tretmühle der Gedanken laufen zu lassen. Genau, und eigentlich jedes Mal, wenn ich baue, gibt es 2 Lektionen, die mir durch den Kopf gehen. Die Lektion 1 ist, es sind immer ausreichend Teile da. Am Anfang, als ich angefangen habe zu bauen und ich habe etwas nicht gefunden, bin ich davon ausgegangen, das haben die vergessen einzupacken. Jetzt habe ich x Sets gebaut und ich kann dir sagen, es hat immer gereicht. Es hat noch nie ein Teil gefehlt. Das ist die erste Message, die ich mitnehme. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Gott hat sich bewährt. Gott hat unendlich Millionenmal gezeigt, dass er treu ist, dass er für uns sorgt, dass er einen Plan hat. Und das führt mich zu der zweiten Veranschaulichung. Wenn ich die Tüten aufreiße und die ganzen Sachen meistens ja im Bett sitzend, halb liegend auf dem Bett, Tablett vor mir ausgebreitet habe, dann ist das Chaos. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, kein Bild. Da ist aber eine Vision, dass es mal richtig schön wird. Und dann baue ich und das Bild setzt sich immer mehr zusammen und am Ende ist es fertig, es ist vollständig. Und diese Assoziation lässt mich immer wieder daran denken, Gott setzt die Puzzleteile zusammen. Er wird aus den vielen Einzelteilen, die für uns unlogisch, schmerzhaft, fragwürdig, denkwürdig erscheinen, macht er ein großes Ganzes. Er sieht das Bild jetzt schon und vielleicht werden wir es auf dieser Erde auch nicht in Gänze verstehen, ganz bestimmt nicht, aber in seiner Ewigkeit dann. Und deshalb eine Lego-Veranschaulichung, die mir immer wieder eine stumme Predigt hält. Genau. Ja, ich fand deinen Gedanken richtig schön, den du erst gesagt hast. In der Bibel lesen wir auch, dass Gott sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben, damit wir weise werden, sag ich mal. Und ja, du sagtest, jeder ist eigentlich jeden Tag, kann vor der Ewigkeit stehen, nur
manchen ist es halt bewusster, wenn man zum Beispiel nicht gesund ist. Mhm. Und den Gedanken fand ich super, also auch mal hier mitzugeben. Ja, was würdest du denn sagen, für dich ganz persönlich, hat es dich eher weiter weg von Gott gebracht, dass du diese Vorfälle hattest, oder hat es dich näher zu ihm hingetrieben? Also wie würdest du das einschätzen? Also ich kann da Gottes Gnade nur rühmen und ich muss sagen, er gebraucht das Leid wie so ein Schäferhund, der ja dafür sorgt, dass die Schafe nah beim Hirten sind. Und er gebraucht es, um mir zu zeigen, wie sehr ich ihn brauche, wie abhängig ich von ihm bin. Und ja, das würde ich so sagen. Das ist seine Gnade, dass statt Verbitterung Dankbarkeit wachsen darf. Mhm. Ja, Dankbarkeit ist auch ein sehr großes Thema in deinem Leben, würde ich sagen. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Vielleicht, also ich finde, das klang gerade eben schon ein bisschen durch, aber vielleicht willst du noch mal was ergänzen, was du mit diesen Fragen nach dem Warum machst. Ich frage mich, welche Frage steckt hinter der Frage? Also wenn ich mich mit dem Warum beschäftige, warum tue ich das? Schwingt da ein, Gott, hast du das wirklich im Griff mit? Oder ein Gott, warum machst du das? Und da habe ich die Tage in Hiob gelesen und mir haben die Worte von Elihu sehr gut gefallen. Ich habe sie mir mal aufgeschrieben in Hiob 33, Vers 12. Da sagt Elihu zu Hiob: Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Und beim Lesen und Hören des Buches Hiob ist mir wieder so bewusst geworden, wer bin ich und wer ist Gott? Ich habe kein Recht, keinen Anspruch darauf, zu verstehen, was er tut. Ich bin sein Geschöpf. Ja, wir lesen in der Bibel den Vergleich, spricht denn der Ton zum Töpfer, was machst du? Wir machen das oft. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass der allmächtige Schöpfer des Universums am Werk ist, dann werde ich ganz klein. Und dann wird aus dem Warum ein Wozu. Und die Bitte, Gott, gebrauche das für dich und mache du dir die Bühne groß in unserem Leben. Und ja, ein Punkt, der mir immer wieder in den Sinn kommt, ist: in der Annahme seines Willens liegt Frieden. Ich muss das nicht verstehen. Und ich habe auch die Tage wachgelegen und aufgeschrieben: Gott, du mutest es dir gerade selber zu. Weil das bedeutet, dass du mir am Tag helfen musst. Ich schaffe das nicht alleine. Und damit darf ich abgeben. Ich muss nicht die Kontrolle über diese Situation haben, die habe ich auch nicht. Und das zeigt ja, die rudimentäre Gesundheit. Die erinnert mich immer wieder daran. Und oft ist es so, wenn ich so ein Aufbäumen in mir merke und so gerne Urlaub machen würde oder Leute treffen würde oder sonst was tun möchte, was nicht geht, wenn ich dann das nächste Mal in Schocklage auf dem Boden liege, dann sage ich: Ja, Gott, du hast mich wieder. Oh. Alles okay, danke, ich darf leben, ich bin zufrieden. Genau. Wahnsinn. Ja, du schreibst unter anderem darüber auch in deinem Buch. Ich habe das auch mal hier parat. Also Lebe mit Gott im Blick, chronisch gesegnet. Also ich fand den Titel richtig originell, also richtig cool gewählt, gerade dieses chronisch gesegnet. Magst du uns mal ein bisschen in deine Hauptgedanken des Buches mit reinnehmen? Für die Leute, die es vielleicht noch so gar nicht kennen, die vielleicht auch Interesse dran haben. Gerne. Das Buch ist in 5 Unterthemen unterteilt und das große Thema ist Lebe mit Gott im Blick, Blick auf Gott. Es fängt an mit Gottes Gnade genügt und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens, immer wieder zu der Gnade Christi zurückzukommen, zum Evangelium. Ich brauche dich, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und im zweiten Schritt geht es darum, Gottes Reich zuerst. Wie kann ich trotz, inmitten oder gerade auch aufgrund der Krankheit nach Gottes Reich trachten? Welchen Stellenwert hat zum Beispiel das Gebet? Im Gebet wird es mir möglich, an so vielen Missionswerken mitzuarbeiten, wo ich im Leben nicht hinkommen könnte, auch als Kerngesunde nicht. Und was für ein Vorrecht, Mitarbeiter in Gottes Reich zu sein. Danach geht es im dritten Schritt um das Thema Gottes Hilfe befähigt. Wie können wir Gemeinde leben? Wie können wir Freundschaften pflegen? Wie kann ich segensbringend kommunizieren? Und das 4. Unterkapitel befasst sich damit, Gottes Segen beschenkt. Also
Wo entdecke ich Gottes Liebeszeichen? Wo merke ich, wie er mir hilft? Da geht es auch um Humor, die Dinge etwas leichter zu nehmen, das Leben zu genießen, den Moment zu feiern. Und das Allerschönste, also wenn du nur ein Kapitel lesen willst, dann liest das letzte, Gottes Herrlichkeit erwartet, wo es um die Perspektive Ewigkeit geht. Ja, es geht auch um das Thema Sterben und Tod, aber dabei bleiben wir nicht stehen, denn das ist nur der Übergang. Das Beste kommt für Kinder Gottes erst noch. Und ja, beim genauen Zuhören fällt auf, es geht immer zuerst um Gott und dann um das Kranksein und um den Umgang damit. Und das ist die Intention des Buches. Und um es mal mit einem Satz auf den Punkt zu bringen: Der Blick auf Gott gibt Mut zum Leben. Wow, also es ist was ganz anderes, wenn jemand, der mittendrin steckt, darüber schreibt, oder jemand, der gesund ist und theoretisch da irgendwie was von sich gibt. Wo ich jetzt nochmal genauer einhaken möchte, Schritt 3. Wie würdest du das in deinem Fall bezeichnen? Wie kann man trotz jetzt deiner Einschränkungen so Familie, Gemeinde und so weiter leben? Ja, es braucht auf jeden Fall ein Umdenken. Ich bin natürlich nicht sonntags um 10 im Gottesdienst, also zumindest nicht in Persona vor Ort, sondern nur digital dabei. Aber das nur möchte ich mal in Klammern setzen, weil es ist ein enormes Vorrecht. Viele Menschen in vielen Teilen der Welt wären sehr dankbar dafür, wenn sie es könnten. Aber ich hatte die Situation, dass nach einem Gottesdienst oder in einer Predigt dazu eingeladen wurde, ganz bewusst die Zeit nach dem Gottesdienst zu gestalten. Also im Prinzip den zweiten Teil, wenn man so will. Es gibt bei uns Kaffee, Tee und Kekse. Und man kann die Predigt nachbesprechen, sich austauschen, über die Woche reden, wie auch immer. Und da hat sich bei mir irgendwann so ein Moment eingestellt, wo ich gedacht habe, toll. Und ich drücke auf Meeting verlassen und bin raus, so ungefähr. Und da hat Gott echt kreative Ideen geschenkt. Ich durfte eine Volontärin im Ausland begleiten, die auch dem Gottesdienst zugeschaltet war, so wie ich, nur halt eben in einem anderen Land unterwegs war. Und wir haben dann zum Beispiel nach dem Gottesdienst miteinander telefoniert und zusammen gebetet und die Predigt nachgesprochen oder Anliegen geteilt, was auch immer. Das ging eine ganze Zeit. Jetzt ist sie wieder in Deutschland und ich sag mal, die Aufgabe ist an dieser Stelle zumindest so nach dem Gottesdienst vorbei. Aber es gibt ganz andere Möglichkeiten. Also Daniel kann die Bibelstunde zum Beispiel von zu Hause aus moderieren, und da versuche ich ihn natürlich zu unterstützen, indem ich für ihn bete und das so mittrage. Wir haben einen Frauengebetskreis gestartet, online einmal im Monat, natürlich nicht ganz uneigennützig. Und es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Wir können uns beim Gemeindeessen mit einbringen, auch wenn wir nicht dabei sind, aber wir können doch dafür kochen. Das sind so Ideen, die kommen einfach, wenn man Gott bittet, uns da Ideen zu geben. Und das macht er. Stark. Ja, auch ein mutmachendes Wort, würde ich mal sagen, für Leute, die auch eingeschränkt sind. Vielleicht überhaupt nicht in der gleichen Art und Weise wie du, aber dennoch, dass man nicht sich zurückziehen und verbittern muss, sondern dass man da einfach Wege sucht, wo Gott Möglichkeiten schenkt. Ja, mega. Du hast nicht nur dieses eine Buch mittlerweile veröffentlicht, sondern auch ein paar mehr. Magst du uns mal erzählen, wie viel da schon rausgekommen ist und was so vielleicht in Kurzfassung so die Inhalte jeweils sind? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Kannst du das gut sehen, wenn ich das so an die Kamera halte? Ja, genau. Das ist das erste Buch in der zweiten Auflage. In der ersten Auflage erschien es unter dem Titel Binti, weil er dein Vater ist. Jetzt heißt es Geliebte Tochter. Die Botschaft ist aber dieselbe. Wie kann ich vom Waisenkind zum Wunschkind werden? Also die Grundlagen des Glaubens behandelt die Themen Taufe, Gemeinde, Freundschaft, Dankbarkeit. Bietet sich so ab 12 ungefähr an, ganz passend auch für Teenie-Gruppen. Man kann es auch in einer Kleingruppe behandeln. Genau. Aber auch immer wieder, glaube ich, auch mitten schon für ältere Töchter Gottes sozusagen geeignet, wenn man einfach Dinge nochmal auffrischen will und sich nochmal mit den Basics befassen will. Alltagsheldin knüpft sozusagen darauf an, ist eher schon für erwachsene Frauen, also für Mädchen, junge Frauen ab 16 ungefähr. Da geht es darum, wie kann ich meinen Alltag als Bühne für Gott leben, sozusagen. Wie kann ich mich im Kleinen bewähren? Auch hier ist das Thema Dankbarkeit wieder drin, aber auch das Thema Leiden und Heilung. Wir alle haben Zerbruch erlebt und wünschen uns, heil zu werden, auch wenn das Final natürlich bei Gott erst in Gänze sozusagen sein wird. Es geht auch um herausfordernde Themen wie nicht am ungleichen Joch zu ziehen. Wie kann ich mit Versuchung umgehen? Von daher eher ab 16 geeignet. Genau. Das Buch, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe,
als ich bei euch war zum Auflesen, mit dir durch jede Jahreszeit, für jede Saison des Jahres ein Impuls, wenn du so willst, für jede Woche. 52 Impulse sind drin. Kurz und erfrischend. Genau, und nah bei Jesus ist so ähnlich. Zieht sich auf jede Lebenssituation, wenn man so will. Also der Alltag in Leid und Not, da ist natürlich noch einiges aus dem letzten Jahr auch und aus diesem Jahr reingekommen. Mitten im Lebensglück, wenn alles perfekt ist, da auch nah bei Jesus zu bleiben, da brauchen wir genauso seine Hilfe für, wie wenn es uns gut geht. Und die herrliche Perspektive nah bei Jesus für immer. Das ist so der krönende Ausblick. Genau. Jetzt in der Adventszeit ganz neu erschienen, himmlisch beschenkt, begleitet vom 1. Dezember bis zum 6. Januar, für jeden Tag ein Türchen und geht über Heiligabend hinaus, weil es darauf hinweist, dass für Kinder Gottes der eigentliche Advent ja noch nicht rum ist. Und ich bin immer ein bisschen traurig, wenn Heiligabend alles zu Ende sein soll. Deshalb geht es ein bisschen weiter und erinnert daran, Maranatha, unser Herr kommt. Genau, und über Liebe mit Gott im Blick haben wir gerade gesprochen. Und vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung. Das Buch Danke, lieber Vater, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Das ist im letzten Jahr entstanden. Ich habe die Situation kurz skizziert, wo wir, nachdem wir hier so in so einer Hauruck-Aktion in den Keller gezogen sind, dass ich da saß und gedacht habe, okay, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du dankst Gott oder du drehst durch. Und gepriesen sei der Herr, ich durfte mich für die Dankbarkeit entscheiden. Und da ist dieses Buch entstanden. Da ist mir das einfach sehr wichtig geworden. Hier ist Platz für über 1000 Dankbarkeitsgründe. Meins ist bald voll. Es gibt kurze Impulse, die einfach das Weiterdenken fördern, so im Sinne von, wofür kann ich eigentlich noch danken? Weil es ist auch eine Übungssache, auf jeden Fall. Genau, das sind sie. Ja, sehr schön. Ich will an eine Stelle noch mal ein bisschen hervorheben aus Alltagshelden. Du hast das ganz kurz angeschnitten, nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Ich finde, in dem Kapitel gerade sprichst du richtig offen und ehrlich auch über das Thema. Gerade du bist auch, sag ich mal, ein bisschen länger auch Single gewesen, bis Ende 20. Und dass es auch immer wieder Menschen in deinem Umfeld gab, also Männer, sage ich jetzt mal speziell, die nicht gläubig sind und ja, wo dann schon eine Gefahr ist, sein Herz zu verlieren. Und ich finde das so schön, wie offen du darüber gesprochen hast. Und hier ein Appell an alle Single Ladies da draußen, kann ich wirklich empfehlen, mal zu lesen, weil wir alle sind in der Gefahr, irgendwie vom rechten Weg auch abzuweichen. Und da, finde ich, gibt es so eine starke Ermutigung, dass wir da auf Gottes Wort vertrauen sollen. Und gerade im Hinblick darauf, wenn wir jetzt schauen, wie es jetzt mit dir aussieht, glaube ich, wäre es mit einer Person, die Jesus nicht liebt, vielleicht anders gewesen. Sogar ziemlich sicher. Genau, also ziemlich sicher. Ein Vorbild. Danke dir, dass du da auch so ehrlich von berichtest. Aber auch die anderen Bücher sicherlich. Also wenn jetzt Leute da sind, die denken, noch nie was von gehört, wie können die Leute die Bücher bekommen? Unter www.binti.de findet man alles, den Shop und auch den Blog. Und kann auch da mit mir in Kontakt treten. Aber man findet die Bücher auch in jeder anderen Buchhandlung, kann man sie beziehen. Viele christliche Buchhandlungen haben sie auch im Sortiment. Genau. Ja, super. Wir werden das dann auch verlinken, falls die Leute da lieber draufklicken wollen. Dann ist das alles ganz einfach gemacht. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.